Servus, grüßt euch und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog von mir. Jo, wir haben am heutigen Tage das letzte Reisig weggefahren, was so über die letzten Wochen im Gehölzschnitt angefallen ist. Ja, ich bin jetzt froh, dass das Ganze erstmal zu Ende ist. So, machen wir das Tor zu. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Ja, ich bin froh, dass das Ganze jetzt vorbei ist. Bis ja, voraussichtlich Herbst. Und wir haben jetzt einiges am Material gehabt, heute die letzten Fuhren. Wir haben jetzt aktuell, ich glaube 15 Uhr, 15:30 Uhr, ja sogar schon 16 Uhr, also kurz vor. Und ruckzuck geht da die Zeit rum. Habe jetzt dann heute mit meinem Vater noch die letzten Fuhren, die restlichen Fuhren weggefahren. Haben wir hin am 6:33 den Mengelehänger gehabt. Und ja, also wettertechnisch gesehen ist Besserung in Sicht. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, hinter mir zieht es gerade wieder zu. Ich hoffe, das Wetter hebt. Und ich sehe auch schon wieder, die Linse ist, denke ich, gleich mal sauber machen hier. So, müsste jetzt besser sein. Und genau, es zieht gerade wieder zu, aber ich hoffe, das Wetter hält. Also Regen ist eigentlich keiner gemeldet. Auf die kommende Woche ist trocken und schön gemeldet. Ja, die Kollegen sind auch schon unterwegs mit der Feldspritze. Ja, ist vielleicht noch grenzwertig, aber naja. Auf jeden Fall ist besseres Wetter gesagt. Wir warten noch ab und dann geht es auch ans Düngerstreuen. Es geht ans Saatbeet vorbereiten für den Hafer, dann letztendlich auch an die Aussaat, Pflanzenschutz und. Ja, das Grünland muss auch noch bearbeitet werden, oder was heißt bearbeitet, ja, vereinzelt hat man vielleicht hier und da ein bisschen Wildschäden, muss jetzt noch mal raus. Bin ich aktuell nicht auf den neuesten Stand, sagen wir es mal so. Und da muss man gegebenenfalls auch noch mal nachsehen, ganz klar. Ja, da gibt es dann wahrscheinlich auch noch eine kleine N-Gabe, also eine kleine Düngegabe, Stickstoffgabe. Und ja, so sieht's aus. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Werden auch einige Videos kommen. Und ja, was gibt es außerdem noch zu sagen? Ach so, natürlich das Wichtigste. Ich habe ja letztens ein Bild geteilt auf Facebook und auf YouTube, genau. Und da habe ich gezeigt gehabt oder gesagt gehabt, dass ich meine Basis geholt habe fürs Hühnermobil. Also das ist jetzt da. Haben wir geholt, werde ich euch später zeigen, gehen wir dann detailliert auf das Ganze ein, was ich vorhabe oder was jetzt die ersten Schritte sind. Aber ich muss jetzt erstmal tanken gehen, weil der Case hat Durst. Wir wollen demnächst was schaffen oder die Tage und deswegen brauchen wir Diesel. Also, wir sehen uns gleich wieder. Tage. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? An der Scheune angekommen, der Schlepper ist nun voll betankt. Ja, der Dieselpreis derzeit ist eigentlich relativ günstig. Der Liter hat 1,12,9 gekostet. Ja, also im Vergleich zu sonst ist das doch hinnehmbar, sagen wir es mal so. Klar, Geld kostet trotzdem, wer gibt schon gern Geld aus? Außer man gehört vielleicht dem weiblichen Geschlecht an und geht shoppen. Nee, Spaß beiseite. Also der Dieselpreis derzeit ist relativ gut. Das liegt auch einfach daran, dass der generell der Ölpreis, der Rohölpreis gesunken ist, ja. Und ja, so sieht's aus. Könnte man fast schon hamstern. Ne, Spaß beiseite. Steigen wir mal ab. Dann gehen wir mal über zum nächsten Thema. Wobei, zum Thema Hamstern würde ich gerne noch was sagen, ja. Allgemein dieses Corona-Thema, Hamster-Thema oder Hamsterkäufe. Ja, damit ihr mich auch versteht.
ist in meinen Augen totaler Schwachsinn, ja. Aber an für sich würde ich mal sagen, die Leute, wenn die vor leeren Regalen stehen, dann erweckt das, glaube ich, in denen was, ein Gefühl der Unsicherheit, ja, das kennt man nicht, ja. Wenn man mal Großmutter oder Großvater, gut, Großvater kann ich leider nicht fragen, ja, da nicht mehr lebt, aber Großmutter fragen wird, ne, die kennen das, harte Zeiten, ja, da gab es das nicht so ein Luxus wie früher. Oh, man greift ins Regal und man hat jetzt alles, was man möchte, ja. Und so ist das heutzutage einfach in der Konsumgesellschaft. Es ist alles im Überfluss verfügbar, ja. Das ist einfach heute so in der Konsumgesellschaft. Und das war früher nicht so. Deswegen denke ich, dass alte Leute damit besser umgehen wie die Leute im mittleren Alter oder im jüngeren Alter, ja. Weil letztendlich, früher hat man es noch gekannt, ja, die schlechten Zeiten, wo die Regale leer waren oder wo es das noch gar nicht so gab mit Supermärkten und, gell. Und ja, an die Bilder könnte man sich fast mal gewöhnen, zumindest wenn es mit der Landwirtschaft so weitergeht, weil ein Betrieb nach dem anderen macht dicht. Und letztendlich, ja, was macht der Landwirt? Genau, er sorgt für deinen Hunger, ja, für deine Lebensmittel. Und die werden dementsprechend auch in den verschiedenen Märkten verkauft. Und was ist, wenn es keine Betriebe mehr gibt? Dann sind die Regale vielleicht auch mal leer eines Tages, Tag X. Wobei, so weit wird es gar nicht kommen, weil man hat ja immer noch die Produkte aus dem Ausland und ja, in Deutschland wird dann zwar immer weniger produziert, die Auflagen werden erschwert, ja, damit sind meistens hohe Produktionskosten verbunden. Somit macht der Betrieb folgedessen zu, weil es sich einfach nicht mehr wirtschaften lässt, ja, das Ganze. Und dementsprechend werden dann die Sachen aus dem Ausland geholt, ja. Das ist dann plötzlich alles nachhaltig? Nee, gewiss nicht, weil das Zeug muss erst daher geschippert werden und, ja. Eigentlich das einzig Wahre ist regional kaufen, ja. Regional kaufen, die Landwirte vor Ort unterstützen, ländliche Strukturen bewahren und erhalten, ja. Weil das ist auch nachhaltig und umweltfreundlich, weil das sind direkte Wege, ja, letztendlich. Jeder hat irgendwo was in der Umgebung, wo man einkaufen kann. Und diese Produkte stammen aus der Region und mussten nicht erst aus dem fernen Ausland hierher gekarrt werden. So, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber ich denke auch wieder, diese ganze Panik machen und so weiter und so fort dient auch einem anderen Zweck. Aber ja, das soll jeder selbstständig entscheiden. Aber ist schon alles ziemlich mysteriös und merkwürdig. Also mir geht's gut, ich hoffe euch geht's auch gut. Und ja, also kommen wir zum eigentlichen Thema, zum Bauwagen, Toilettenwagen, ehemaligen Toilettenwagen, den ich geholt habe. Hier steht er, das ist die Basis für mein zukünftiges Hühnermobil. Ja, wie ihr auf dem ersten Blick schon erkennen könnt. Ja, ist mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Ich schwenke auch mal um die Kamera, dann schauen wir uns das genauer an. So, gerade kurz positionieren. Zack, fahren wir das Ding ein bisschen aus. So passt es. Bild passt auch. Jo. Also, hier haben wir das gute Stück. Ist komplett entkernt. Und ja, viele von euch hatten das Bild ja bereits schon gesehen, was ich geteilt hatte. Können wir auch mal reinstehen. Und darunter haben auch schon viele geschrieben, ja, gute Basis oder oh, wei, da hast du dir viel Arbeit zugekauft, so in der Art. Ja, also das Dach ist marode und generell, wenn man sich den Boden hier so anschaut, der ist auch fertig. Also dieser Aufbau hier wird komplett runtergefranst. Den werde ich so nicht verwenden. Am Anfang habe ich gedacht, ja gut, ich kann es vielleicht noch richten. Aber wenn man sich das Ganze hier anschaut, also keine Gnade. Das muss weg. Ja? So, jetzt zeige ich euch gleich noch kurz die Reifen. Die Trennscheiben, die aktuell draus sind. Wahnsinn, oder? Guck mal, was man hier für Kufen zieht oder was man hier für Spuren hinterlässt. Aber nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich ihn bekommen habe, weil ja, auch für all jene, die jetzt gemeint haben, yo, ich habe mir da viel Arbeit zugekauft. Klar ist mit viel Arbeit verbunden, aber gekauft habe ich gar nichts, weil ich dieses Gestell ja geschenkt gekriegt habe. Ich habe es nur holen müssen von einem Tierzucht- oder Vogelverein und die haben den Platz gebraucht, die haben entrümpelt und das habe ich zufälligerweise gesehen auf eBay Kleinanzeigen. Soll jetzt keine Werbung sein, aber war halt so. Und ja, ich habe einfach nicht eingesehen, ringsrum Bauwegen werden momentan gehandelt im miserablen Zustand für 800 € oder mehr und ich bin doch nicht bekloppt.
ja, deswegen bin ich froh, dass sich das jetzt so ergeben hat. Klar, ist mit viel Arbeit verbunden. Wie gesagt, ich werde den ganzen Aufbau runterropfen. Aber so an für sich, das Gestell ist jetzt nicht wirklich verzogen, steht noch gut da. Klar, wird komplett neu grundiert von mir, vorher abgeschliffen. Und ja, damit ich hier auch wirklich von der Pike auf zumindest bei Null anfangen kann und alles ordentlich machen kann. Hier vorne auf der Deichsel denke ich dann, dass ich hier auch noch eine Kiste platzieren werde, ja, wenn es dann soweit ist. Und da vorne werden dann Futtersachen gelagert oder andere Dinge. Einfach mal einen Stauraum, da habe ich hier noch Platz für. Und dann mal schauen. Natürlich ist die Sache mit der Bereifung, ich habe es ja vorhin gezeigt, also das kann man knicken, da kommen neue Reifen, da kommen auch neue Felgen, ja. Das Problem ist, dass ich hier zwischen Boden und den Trennscheiben, den Reifen, nicht viel Platz habe, ja. Also ich muss hier mit dem ganzen Aufbau höher kommen, weil wenn ich jetzt hier eine andere Felge drauf machen würde und einen anderen Reifen, ja, dann würde ich ja da logischerweise höher kommen. Und hier habe ich ja keinen Platz, außer ich würde hier jetzt einen Radkasten reinmachen, aber dann fehlt mir innen drin wieder hinterher der Platz. Und das wäre natürlich Quatsch. Und ja, ich reiße ja den Boden eh komplett runter und dann werde ich den einfach so aufbauen, dass ich komplett mit dem ganzen Aufbau etwas höher komme und somit andere Felgen, andere Reifen drauf machen kann. Dementsprechend habe ich wieder hier auch dadurch mehr Bodenfreiheit und kann somit auch besser von A nach B das Ganze rangieren. Hab's damit leichter dann, genau. Ja, so viel dazu. Das gibt auf jeden Fall ein ordentliches Projekt, wo ich viel Zeit, Geld und wahrscheinlich auch Nerven investieren wird. Aber das möchte ich schon machen, da habe ich richtig Bock drauf. Bin ich motiviert. Und ja, die Deichsel hier vorne habe ich gesehen. Kann man einfach rausnehmen. Also hier habe ich jetzt mal 2 Schrauben reingemacht, die waren festgerostet. Die Deichsel hat mir draußen weh im Transport. Fall runter, wie im Transport. Und dann kann man das hier gerade so rausziehen, ne, komplett. Dann, wenn ich jetzt den Wagen dann komplett gerichtet habe in der Zukunft und irgendwo abstelle, dann kann ich das einfach rausziehen, mitnehmen oder anderweitig verstauen. Dann kann der schon mal nicht geklaut werden. Man weiß ja nie, ne? Oh, alles so rostig, ey. Kann man fast nicht reinschieben, reinstecken, wie auch immer. Jo, dann machen wir die da wieder rein, so Alibi-mäßig. Naja, ich rangiere das Ding ja gerade aktuell nur hier auf der Stelle. Und da muss man schauen, wann ich beikomme, habe ich richtig Bock drauf, habe jetzt demnächst auch Urlaub. Ein paar Tage, vielleicht komme ich dann schon dazu, den Aufbau runter zu ropfen. Das ganze Gestell einmal abzuschleifen. Mal schauen, ob man irgendwo was versteifen muss, mit dem Schweißgerät noch gehen muss, verstärke. Und dann gegebenenfalls anschließend dann grundieren. So. Mehr Zeit für einen Kaffee. Genau, also so viel dazu. Aber muss jetzt erstmal schauen, weil es stehen noch andere Arbeiten an. So, ihr wisst jetzt Bescheid. Jetzt habt ihr auch mal einen Einblick bekommen, einen Überblick über das Ganze. Und ja, ihr könnt euch auf jeden Fall auch mal beteiligen in den Kommentaren mit Tipps, Tricks und Meinungen. Ja, vielleicht hat der eine oder andere von euch schon einen Bauwagen selbst zum Hühnermobile umgebaut. Der eine oder andere hat mir auch schon auf Facebook geschrieben. Es sind auch wirklich hilfreiche Tipps dabei teilweise. Und ja klar, in die Kommentare mit bin ich für offen, auch für Kritik, falls jemand Kritik äußern möchte. Und dann natürlich konstruktiv, ne? Wenn nicht, muss ich sie leider löschen. Nee, alles gut, ne? Macht was ihr wollt, aber nicht beleidigend. Jo, so viel zu dem Thema erstmal. Ich bin gut drauf, gut gelaunt und habe Freude. Ja, am morgigen Tag, am 15.03. ab 13 Uhr wird der Shop geöffnet sein. Da freue ich mich richtig drauf. Und dann gibt es Merchandise in Form von diesem Kapuzensweater, beispielsweise mit diesem Design. Sieht vielleicht an dir viel besser aus. Hashtag Werbung. Nee, und dann gibt es außerdem noch diesen Kapuzensweater mit einem anderen Design. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn ihr auf diesem Shop draufklicken wird, draufgehen wird. Und ja, da gibt es auch noch ein paar Details zu mir, also über mich kann man dann aufrufen. Die gab es bisher noch nicht so, zumindest noch nicht so ausführlich, ja. Und ja, bin wirklich gespannt, wie das Ganze bei euch ankommen wird. Hoffe, ja, dass sich die ganzen Kosten und Mühen wirklich gelohnt haben, ja. Und bin stolz drauf, freue mich jetzt schon drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch. Genau. Jo, so sieht's aus. Da gibt es dann natürlich auch noch eine Jacke, eine Fließjacke, ja, eine Kappe, so Sachen halt. Und am Anfang ist das Sortiment noch recht klein.
Muss ja erstmal schauen, wie die Nachfrage so ist, auf was ihr Bock habt, und da könnt ihr euch auch beteiligen. Ja, ihr könnt euch auf der Seite in diesem Shop auch sogar ein Konto anlegen, da könnt ihr Bewertungen abgeben. Ich meine sogar kommentieren, ja genau, geht auch. Und ja, ich mache das Ganze wirklich selbst, ja, also ich verwalte den Shop selber. Wenn eine Bestellung eingeht, die geht dann bei mir ein, und ja, ich mache auch den Versand selbst, und letztendlich den Textildruck übernimmt dann eine Firma für mich, ja, mit der schaffe ich zusammen, ganz klar. Die Maschinen würden sich für mich nicht lohnen, um eine Bedruckung selbst zu machen. Und ja, diese Leute sind auf jeden Fall sehr bodenständig, habe mit der Familie oder mit denen, die das betreiben, mittlerweile auch ein sehr gutes Verhältnis. Und ja, da wird es auch noch ein Produktionsvideo geben, weil letztendlich mich kennt jeder, aber dass man das auch nachvollziehen kann, ja, wer dahinter steckt, also quasi die Firma, die das noch für mich produziert. Und ja, es sind wirklich nette Leute, und da freue ich mich auch drauf. Da wird es dann irgendwann auch noch ein Produktvideo geben. Genau. Und so viel erstmal dazu. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, das Ganze kommt gut an. Und falls es Fragen gibt oder des Ähnlichen, dann könnt ihr die wie immer in die Kommentare stellen. Das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Demnächst geht es dann richtig los. Auch mit den Videos. Dann wird auch das eine oder andere Cap-View noch zusätzlich folgen, denke ich. Ja, da werden dann so viel Daten, so viel Videos zusammenkommen an Material. Muss mal gucken, wie ich da überhaupt zum Schneiden komme. Wenn nicht, werde ich vielleicht auch ab und zu einen Livestream machen, wenn ich nicht zum Film komme. Oder. Jo. So sieht's aus, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ciao. Bis die Tage. Macht's gut. We are farmers.